Mattea und heute seid ihr dabei bei dem ersten Shooting von der Green Swan Collection. So, dieses Set wurde extra gestern Nacht noch gebaut und das ist der Pascal, unser Fotograf, extra aus London. Ich baue jetzt das Licht zusammen, damit wir das Set schön ausleuchten. Ich mache jetzt erstmal das Hauptlicht, was von oben kommt. Und dann werde ich Mattea reinstellen, werde mal gucken, wie das alles aussieht. Wir wollen natürlich, dass sowohl Mattea als auch der Tisch gut rauskommen. Und ja, es kommt dann alles zusammen am Ende. Wäre cool, wenn ich dich zwischendrin mal für einen Lichtcheck irgendwie haben könnte. Ja, das kann aber in between sein. Ja, klar. Bis jetzt läuft alles gut. Alle sind da, alle sind am Vorbereiten. Das ist super weird. Das ist gerade, als ob ich nicht in meinem eigenen Körper bin. Ich bin einfach super aufgeregt, aber ich habe das beste Team, glaube ich, zusammengestellt, welches es geben kann für dieses Fotoshooting. Deswegen bin ich eigentlich relativ entspannt. Weil ich die Designerin der Kollektion bin und natürlich mit meinem Tisch, mit meinem Baby fotografiert werde. Wir machen es heute mal ein bisschen anders, als die übliche Interior-Welt das macht. Deswegen werde ich auch ein bisschen gestylt. Weil er war so die einzige Person, die ich halt fest hatte schon. Ja, okay, ich gesagt habe, okay, dann müssen wir uns richten. Meine Schwester ist ja auch extra aus Paris hergekommen, um mich heute zu unterstützen. Also es war alles so, aber hat trotzdem alles geklappt. Ja, manchmal soll es einfach so sein, ja. oder? Okay für dich? Ja, sorry, dass ich das so sage. Danke für deine Sorge. Ich würde ihn so ein bisschen drehen. Ja, also wir können ihn nicht schieben, ne? Wir müssen ihn immer anhängen. Ja, aber so ein bisschen gegen den Untergrund drehen. Ja. Da können wir auch vielleicht so eine Szene machen, weißt du, dass der wie so rausgezogen ist. Oder dann halt natürlich so Classic dazu. Das habe ich jetzt noch nie ausprobiert, wie das aussieht, wenn man den so drauf hat. Also da kennt ihr euch besser aus, ne? Gebt mir ruhig euer ehrliches Feedback. Genau. Ja, schauen wir später. Ja. Wird dann eben ein anderes Licht sein. Das Besondere ist wahrscheinlich, dass ich aus Frankfurt komme und dass das jetzt alles zeitlich sehr schön gepasst hat. Dass ich so einen Mix mache aus Fashion Photography und Product und ein bisschen Commercial. Und das war, glaube ich, genau das, was Mattea haben wollte, weil sie keine normalen Porträtbilder von sich haben wollte, sondern es soll halt so ein bisschen was Besonderes sein. Da haben mir die Sachen gut gefallen, die ich vorher gemacht hatte. Und deshalb war das jetzt eine gute Kombination. Der Tagesplan ist seit Wochen geplant. Also aktuell findet gerade der Aufbau statt. Ich werde gerade ready gemacht. Erstmal Hair und Make-up und danach geht es zum Outfit. Jetzt haben wir gerade für eine Uhrzeit. Es ist gleich 11 Uhr. Um 12.30 Uhr sollte das erste Shooting-Set stehen. Also haben wir noch eine gute 1,5 Stunden. Dann wird erstmal vor das erste Set geshootet, ohne Deko, mit mir, ohne mir. Dann gibt es erstmal Pause, damit alle gestärkt werden. Dann wird das Set umgebaut. Dann shooten wir hinter einem komplett weißen Hintergrund. Auch wieder das gleiche Spiel, mit Deko, ohne Deko. Dann werden Videos gedreht, Nahaufnahmen, damit ihr natürlich alle seht, was die Specials bei dem Tisch sind. Ich glaube, wir werden halt sehr schnell sehen, was gut funktioniert bei dem Tisch. Ich bin super gespannt und ja, am Ende natürlich, wenn alles ready ist, bevor der Abbau ist, stoßen wir natürlich an. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Ich bin übertrieben happy, dass das alles so gut geklappt hat. Auch die Location hier kann ich nur empfehlen. Das ist das Loki Studio, hat auch erst seit 2 Wochen aufgemacht. Und alle, die mit dabei sind hier heute am Set, ob jetzt die Annika für Hair Make-up, Shima, Stylistin, die Andrea extra aus Paris, der Pascal, der Fotograf,
hinter der Kamera der Enrico, der hier alles mitfilmt. Später kommt noch die Tina, die sich um die Verpflegung kümmert. Also alle, die da sind, special ausgewählt und tragen alle dabei. Und ich bin echt überwältigt, dass das alles so geklappt hat und überhaupt so zustande kommt. Das hätte ich mir irgendwie gar nicht so erträumen können. Sie wird in erster Linie an Matteas Wunsch natürlich angepasst. Sie hat eine ganz coole Inspo mir geschickt und werden einen schönen natürlichen Look machen, der sie quasi in den Vordergrund stellt, aber nicht verändert. Ja, ich bin mal gespannt. Was geht ab? Alles gut? Ja, gut. Ich bin Shima Kasai und ich mache das Fashion Styling heute hier. Meine besondere Aufgabe ist es, dass Mattea wunderschön aussieht, dass sie sich sehr, sehr wohl fühlt. Dafür habe ich extrem viel mitgebracht. Das ist so unsere erste Vorauswahl. Und ich habe aber auch hier super viel dabei und ja, mir ist es sehr wichtig, dass sie sich extrem wohl fühlt und wunderschön aussieht einfach. So eine Kugellampe mitgebracht. Ich werde den Blumendeko gemacht. Vielleicht kommen wir zur Blumen drüber. Guck mal, die Tina, du kannst sie gleich mal fragen. Guck mal, hier ist dieses ganze Obst und Gemüse, was so gedingst wird. Ich habe drüben, geh ruhig mal ins Set rein, da wirst du sehen, da ist diese ganze Deko. Du kannst dir ruhig angucken. Hier ist Toilette. Ja, Du bist der Fragmeister. So, Mattea, wie ist dein Gefühlschaos gerade? I don't know. Also gerade, ja. Ich probiere kurz an, dann bin ich zurück. Es ist einfach total krass, dass wir jetzt alle hier sind heute beim Shooting-Tag. Die Mattea war, glaube ich, gar nicht so nervös, um ehrlich zu sein, weil sie einfach alles so krass managt und einfach alles im Detail so ausarbeitet, dass alles schon vorher genau Bescheid wissen, was passiert wann. Sie hat ein Briefing geschickt. Ich meine, das kommt halt auch durch die ganze Erfahrung, die sie halt bereits im Eventbereich gemacht hat. Aber auch als Kind war sie schon immer so, die hat immer alles das genauso durchgezogen, wie sie es haben wollte. So, ich will das machen und dann macht sie es auch einfach. Selbst wenn es irgendwie Schulprojekte gab, wo es gewisse Regeln gab, so nee, du musst das so und so machen, die so nein, fuck it, so das will ich so haben. Und dann hat sie es auch so gemacht. Deswegen, ich bin richtig stolz auf sie, dass sie das so auf die Beine gestellt hat und dass wir alle heute hier sind. Und das ist einfach smooth. Es gibt keine Nervosität, es gibt keine Aufregung. Hi, ich bin Annika. Ich arbeite hauptsächlich im Beauty-Bereich und im Fashion-Bereich. Mir ist es super wichtig, dass es ein natürliches Make-up und ein natürliches Hairstyling ist, dass quasi der Fokus nicht nur auf Make-up liegt, sondern auf der Person, die dahinter steckt, dass man quasi aus jeder Person das herausholt, ja, was sie ausmacht. Mattea hatte mir vorher ein paar Inspo-Bilder zugeschickt, wie sie es gerne hätte. Und ich glaube, wir haben einen ganz guten Kompromiss zwischen meinem Stil und ihrem Stil gefunden. Wir halten es relativ natürlich. Wir den Fokus quasi nicht nur auf Gesicht und Haare legen, sondern es einfach ein guter Einklang mit dem Outfit und mit dem Setup dann am Ende ist. Nee, es ist stylischer. Wenn es so ist. Ja, weil das hast du nicht nötig, weil du bist cool genug. So, jetzt schau dich mal bitte an und so. Und dann kann man ja immer noch einmal das drüber schmeißen. Lass es mal einfach nur auf den Schultern. Okay, Also auch den da. Geil. Ja, wir haben jetzt einfach mal gesucht. Wir hatten eine Corsage dazu und es sah auch sehr, sehr stylisch aus. Sie ist ja ein Boss-Babe. Sie braucht nicht so super sexy zu sein. Deswegen, sie muss auch nicht zu viel zeigen. Sie ist einfach ein cooler Rockstar. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Ne? Das ist ein Zimmermann-Outfit. Ja, das passt zu ihr. Bordeaux, Brauntöne und so, das sind ihre Lieblingsfarben. Haben auch noch diesen Flamingo-Ton mal ausgesucht. Das sah auch sehr cool aus, aber ja, Bordeaux und Grün passt ja auch sehr gut zusammen. Ja. Bist du happy? Ja. Ja, Mann. Wie viel Uhr ist es denn? Also wir haben noch 20 Minuten vom Zeitplan. Ich bin die Tina, ich mache exklusive Events und Catering und damit unterstütze ich heute Mattea. Zum einen versorge ich ein bisschen das Team in der Mittagspause und zum anderen helfe ich dann beim Setup dekorativ. Und Mattea kenne ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang, deswegen bin ich auch natürlich als Freundin und moralischer Support da. Also ich finde, es passt sehr, sehr gut zu ihr. Sie vermittelt genau das mit dem Outfit, was sie auch verkörpern möchte. Und ich denke, sie fühlt sich wohl. Das ist das Wichtigste, glaube ich, dass sie wirklich locker lassen kann, dass sie sich in ihrer Haut wohlfühlt, dass sie das Outfit fühlt.
und ich glaube, das wird in das ganze Setting super passen. Nichts, weil sie hat ein unschlagbares Team und sie lässt sich von nichts unterbringen. Streck mal ein Bein ein bisschen aus. Das oder das andere? Muss man das andere? Sieht schön aus. Bleib mal neben dran stehen, genau. Mach mal ein Bein vor das andere, dass du so ein bisschen angewinkelt stehst zu mir. Das andere? Ja, genau. Ja. So leicht im Winkel. Ich finde es ziemlich schwer mit dem Mantel, muss ich dir ehrlich sagen. Das sieht ziemlich heavy aus. Stell dich nochmal direkt vor den Tisch, auch so wie du gerade warst. Wie war ich denn? So ein bisschen angewinkelt, genau. Also nicht frontal. Das eine Bein ein bisschen nach vorne, genau. Und guck, dass du selbstbewusst bist. Nicht schüchtern, kein Grund dafür. Musst dich nicht verstecken. Sollen wir lieber weggehen? Lass nur noch ein paar Leute holen. Guck mal neutral, nicht lachen. By the way, ich will am Ende ein Gruppenbild haben. Was willst du? Ich will am Ende ein Gruppenbild mit allen haben, wenn es noch... Ja, klar, das können wir machen, ja. Das wäre mir Ja. Also vom Licht finde ich es gut. Soll ich zu dir kommen? Ja, guck mal her. Also am Anfang kam es ziemlich krass von oben, aber das führt dann dazu, dass du halt mehr Schattenbildung hast. Ich habe es eher so ein bisschen von der Seite kommen lassen. Ja, das Den Tisch will ich am Ende ein bisschen heller machen. Ja. Da ist genug Information drin. Aber wenn ich den Tisch richtig belichte, dann wirst du, siehst du ja, dann wirst du komplett überbelichtet. Genau. Aber du bewegst dich dann gleich sowieso, dass du dich ein bisschen locker machst. Aber ja, ich finde es mit dem Rot finde ich tatsächlich okay. Wenn das Licht drauf kommt, dann ist es ein bisschen weniger Bordeaux. Sie ist halt rötlicher, ne? Hier ist ja eher so... Ja. Das hat eher noch so einen Magenta-Stich und das ist wirklich rot. Ja. Sind wir denn von der Zeit gerade noch im Bouquet, Pascal? Ich würde mich auf jeden Fall beeilen, ja. Okay. Aufs Schedule, den wir hatten. Ich würde ganz schnell braun anprobieren. Ja. Dann haben wir das hinter uns, dann muss ich nicht mehr überlegen. Ja. Ja. Let's go. Nee, wir haben jetzt gerade erstmal einen Lichttest gemacht. Also ich habe Mattea gesehen, wie sie halt mit ihrem Outfit aussieht, wie das Licht wirkt, dass alles stimmig ist. Ja, wir gucken jetzt halt, dass wir ein neues Outfit noch mal ein bisschen ausprobieren, davon zu gucken, ob es eine Variation davon gibt oder was das Beste ist von beiden. Und dann geht's los. Ich finde das auch irgendwie richtig geil. Die Hose ist geil. Ja? Ja. Das ist voll meins, ne? Ja, die Hose, ja. Sehr schön. What a beauty. Jetzt nicht so viel drüber nach. Genau. Ja, ein bisschen weiter seitlich. Ja, nochmal einen Arm hinter den Rücken. Okay. Guck, dass du die Füße wieder ein bisschen ausrichtest. Also die Hose, es geht ja jetzt nur um Farben, gell? Ja, genau. Ja, ich will nur gucken, wie es in unterschiedlichen Situationen aussieht. Okay, also rot. Ja. Ich würde sagen rot, ja. Bist du mit dem Outfit zufrieden? Ne? Ja, total. Es war gut, dass wir das nochmal geändert haben. Ich versuche ein bisschen den Tisch zu stylen, passen könnte. Mach mal die Lampe hoch in die Ecke. Dass die Farben zusammenpassen, auch dass das Design passt, also die Bücher zu dem Hintergrund, den wir gleich haben. So drehst, dann ändert sich halt auch die Farbe von dem Tisch. Vielleicht ein bisschen wie das Licht draufhält. Mach mal. Lass die Reise aus. So, und jetzt geht's zu Annika. Geh mit Gott, aber geh. Ja, es war der bordeauxfarbene Look, aber dann haben wir noch mal geguckt nach einem braunen Look, das sah auch cool aus. In den letzten Zügen machen die Haare einmal auf und machen noch die Lippen und dann geht's los. Aufgeregt. Augen auf, ganz weit oben machen. Muss alles raus. Geht der Anwalt. Da ist alles drauf. Da ist alles raus. Oh, wow.
Ja, guck, den habe ich extra auch heute mitgenommen, weil grün. Und weil der zu dir passt. So, wir wollen jetzt gleich anfangen zu shooten. Wir haben bereits 2, 3 Outfits anprobiert, die alle richtig cool aussahen. Aber ganz wichtig ist nicht nur, dass das Outfit cool aussieht, sondern dass die Farbe auch zu dem Tisch und zu dem Set passt. Deswegen haben wir uns noch ein bisschen umentschieden für ein paar Sachen. Für den Tisch haben wir auch noch für die kleinere Version ein paar Deko-Sachen ausprobiert, um zu schauen, wie das denn dann tatsächlich bei jemandem zu Hause aussehen könnte. Verschiedene Vibes. Und das ist halt das Coole an dem Tisch, weil das halt in vielen verschiedenen Vibes richtig gut aussehen kann. Also sei es irgendwie mit natürlichen Tönen oder extravagant, eher so in Rot- und Rosa-Richtung. Wir experimentieren da ein bisschen durch, um zu schauen, was dann am Ende für das Foto richtig gut aussieht. Jetzt schauen wir mal, ob die Mattea auch bereit ist. Achso, ich kann ja sagen, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ja. Du kannst aber ruhig deinen Kopf so ein bisschen zur Seite legen. Bleib in Bewegung. So, ja. Genau. Ja, das ist cool. Das war cool. Guck mal, ob du dich ein bisschen breiter hinstellst. So? Also so frontal oder? Probier's mal frontal gerade, ja. Vielleicht mach mal aus der Position, vielleicht nimmst du dann deinen einen Arm hinter den Rücken. Gut, ja. Dann alle Karten hinter die Wand springen, so ein bisschen dagegen halten. Okay. Versuch mal ein bisschen die Wand einzunehmen. Vielleicht kannst du dich ein bisschen dagegen legen. Also man kennt nur ganz leicht, das ist nicht so stabil, ne? Ja. Okay. Ja. Wenn du die Hand in die Tasche steckst, versuch deine Ellbogen immer so ein bisschen reinzugucken. Nach hinten, meinst du? Ja, dass du nicht so da stehst. Ja, okay. Klar, kannst du lachen, wenn du magst. Probier noch was anderes mit dem Arm. Vielleicht kannst du dich wirklich einfach so dagegen lehnen, ohne den Arm. Okay. You ready? Bin da. Ja, das ist cool. Ja, das sieht super aus. Das ist voll das Hollywood-Shooting am Start. Das wird Theas großer Durchbruch. Die wird jetzt absolut durch die Decke gehen, ich bin mir hundertprozentig sicher. Mit der Hand nach oben, das ist so ein bisschen Jesus-mäßig. Lass einfach so ein bisschen nach hinten hängen. Mit gleichen Kreisen, Nice. Oder soll ich mich erstmal auf den Tisch stellen, damit die Hose noch so schön fällt? Das ist eine gute Idee. Ja? Okay. Das ist Hochsicherheitsglas. Aber siehst du, wie sie auf dem Tisch steht? Mit High Heels. Und danach ist kein Kratzer da. Ja, mega. Ja, also es ist schon krass, dass wir halt einfach so Profis sind, ne? Am Set. Wir haben Stylistin, Make-up-Artist, Fotograf, Location, Set-Designer, Food-Designer, ja, so No Standard Catering. Wir haben tatsächlich Food-Designer, weil einfach alles Design hier ist. Sehr, sehr gut. Als würde sie jeden Tag vor der Kamera stehen. Ich glaube, besser, als sie sich selbst das vorstellen könnte. Vielleicht nicht die Tasche. Ja, lass uns raus. Das ist so eine Position für so einen Valentinstag-Kalender. Hello. Ja, jetzt wird noch mal kurz mit dem geshootet, bevor der Tisch gestylt wird mit Accessoires und Deko. Kriegst du noch ein bisschen mehr Abstand hin zur Wand, dass du dich noch mehr zur Wand legst? Ja. Nee, andersrum. Ach so. Weiter weg von der Wand. Genau, spiel so ein bisschen mit deinem Blick. Ja, so. Ja. Das ist dann schön. Time for a break. So, die liebe Tina von The Shikirui hat was richtig Geiles für uns vorbereitet, nämlich Boards und hier noch mit Garnelen und Checken. Ach, Tina, komm gerade dazu. Das ist die Tina.
Hi. Tina macht das exklusivste Catering in ganz Deutschland. Also das ist wirklich Food Design. Wenn ihr ihre Instagram-Seite checkt, dann werdet ihr sehen, was ich meine. Also es ist wirklich Food Design. Ich hoffe, dass es euch schmeckt. Heute haben wir hier Bowls. Ein bisschen zum Selbstgestalten. Also einmal mit Quinoa, mit Süßkartoffeln, Edamame, Gurken, Cherry-Tomaten, ein bisschen Eiern und einer Spicy Mayo oben drauf. Und nach Wahl können wir uns hier Garnelen und Chicken drüber machen. Ja, du bitte auch. Ja. Wir dekorieren gerade um. Der Tisch wird gerade ohne Milch blank fotografiert. Und danach machen wir noch ein Shooting mit Deko-Sachen. Also hier hat uns auch, hier sieht man es ja, das Firma die Sachen zur Verfügung gestellt. Also wir haben einmal beige Accessoires, das soll so Ton in Ton sein. Und dann kommen wir natürlich nochmal mit Grün dazu. Obst und Gemüse. Da wir nicht das Klassische nur mit Büchern und Deko machen wollen, ob der so bleiben soll oder ob wir den irgendwie verschieben oder davor stellen sollten jetzt. Davor stellen würde ich nicht. Nicht mit den Türen offen, das können wir danach machen. Okay. Wir würden jetzt erstmal oben drauf lassen. Ja. Gerade machen wir das von dem Set, was wir jetzt haben. Kurz die beiden Tische ohne Deko fotografiert und gleich kommt die Deko dazu, weil diese Bilder, die brauchen wir später für einen Online-Shop für den Vertrieb. Die werden jetzt einmal in diesem beigen Set geshootet und danach später nochmal mit weißem Hintergrund. Ja, das sieht gut aus. Ach so, nur dieser Ausschnitt so. Sieht echt geil aus. Ja. Dann lass uns doch die andere Tür aufmachen. Findest du besser, dass ich die nur so mache oder so komplett? Ich würde so machen, dass sie in line ist mit dem Tisch. So. Genau, dass sie die Winkel nicht bricht. Ja. Genau. Was geht mit dir? Umbau. Nächstes Setup. Weiter geht's. Noch mehr? Ja, die Ecke noch diese Ecke hier. Zentimeter. Hast du die Ecke Einfach nur, genau, so geht's. Genau. Der Falten reinkommen. Alright. So, welcome, Part 2. Ja, jetzt haben wir schon mal das Set umgebaut. Ich habe mich jetzt wieder umgezogen und jetzt zeigen wir kurz nach. Jetzt kommen die Close-Up-Shots mit den Tischen einzeln zusammen, mit und ohne Deko und dann sind wir fertig. Ich glaube, das ist am einfachsten, weil dann sind die Mädels auch, sage ich mal, free und dann brauchen wir genau. Ich glaube, das ist besser. Ich fühle mich gerade wirklich, als ob ich nicht in meinem eigenen Körper bin. Ich fühle mich gerade irgendwie so, als wenn du gerade vor deiner Hochzeit stehst. Ich weiß nicht, ich sehe immer noch bitte das nicht dreckig machen. 20 Jahre Kupfer. Oh, okay. Mir ist noch eine Sache aufgefallen, das würde ich irgendwie gerne festhalten, weil ich es ein bisschen verpeilt habe. Nämlich habe ich heute ein Schmuckstück von meinen Eltern dabei und zufälligerweise auch von meiner Oma meine Kette. Und das wollte ich einfach mal festhalten, dass heute mehr Woman Power aus meiner Family auch noch mit dabei ist. Und natürlich ist meine Schwester auch beim Set dabei. Möchtest du zudecken? Ja, aber schieben trotzdem noch ein bisschen ran. Das stört halt, ne? Ja, ist halt super laut. Ich würde hier nur so einen Teil reinmachen. Ja, sag uns nur, wo wir den positionieren sollen. Da wird es ein bisschen eng so lang. So? Kannst du den gerade mal gerade stellen, dass der parallel zu denen ist? Und so ein bisschen dran. Schieb ihn noch mal ein bisschen weiter ran. Stopp. Bisschen weiter zurück wieder.
Dann lass mich gerade mal so machen, dass die Reflexion von dem Licht nicht drin ist. Das kann man nämlich mit dem gut machen und dem Buch da auf dem Tisch. Ja. Und hier machen wir genau. Sollen wir erstmal komplett rosa machen? Ja. Dann haben wir das rosa. Also ihr könnt auch rosa-beige mischen, ne? Also Ja, Mann. Was habt ihr vor? Alter. Ein bisschen nach vorne. Genau, das. Auch, ne? Ja, was du sagst, was fachlich auch Sinn macht. Das ist schwer. Ja, ja. Fachlich? Ja, von der Perspektive. so, wir filmen gerade die letzte Szene. Tina ist gerade am Aufbauen. Wir machen Gemüse-Obst-Szene, Bücher, Lampen, hatten wir alles. Und gehen wir mal in die Green World von Mattea. Das bauen wir auf, dann wird das geshootet, einmal ohne mich, einmal mit mir. Und dann können wir endlich anstoßen und dann ist der erfolgreiche Shooting-Tag vorbei. Ja, wir sind hier dabei, nun das Green Nature Konzept zu integrieren. Passend natürlich zum Green Swan. Wir haben eine Menge grünes, gesundes Gemüse und Obst dabei. Und ja, wir werden jetzt ganz, ganz kreativ und setzen was ganz Cooles um. Das ist so ein bisschen quasi so eine Diagonale, um den kantigen Tisch sozusagen zu brechen. Wie ein Verlauf eben von oben nach unten. Genau. Und läuft alles nach Plan bisher? Yes. Ein bisschen Verzug in der Zeit, aber alles funktioniert top. Was hätte besser laufen können bisher? Ich glaube, wir haben halt sehr viel geplant an Shooting-Szenen für einen Tag. Hätte man vielleicht in 2 Tage aufteilen können, aber das war einfach nicht möglich. Deswegen mussten wir heute alles in einem Tag machen. Aber dafür, dass wir so viele unterschiedliche Szenen gemacht haben, ist einfach alles perfekt geworden. Also ich bin mehr als zufrieden. Was sagst du? Ich bin auch zufrieden, auf jeden Fall. Jetzt kommt noch die letzte Szene. Ich glaube, das wird nochmal ganz special. Aber das davor war auch schon mit den kleinen Deko-Sachen ganz gut. Beste zum Schluss. Beste zum Schluss. Ja. Komplett stehen oder mit Beinen oben? Nee, mit meinen Beinen oben. Ich finde das geil mit den überkreuzten Armen. Das Ja, den oder das Freund alles. Das ist mal eine andere. Ja, das ist besser. Das ist okay, aber Ich glaube, der Shot ist da. Ja. Da war eins gerade so krass mit den überkreuzten Armen. Boah, Mattea, nächstes Mal Vogue-Shooting. Ja, die Trauben haben sich ein bisschen verselbstständigt. Lass das Gemüse leben. War super, schöner Tag gewesen, cooles Team, alle happy soweit ich weiß, coole Location. Ja, bin happy, war gut. Das sieht man auch selten. Ich bin sehr stolz, sehr, sehr stolz. Hat sie super gemacht. Doch, ja. Chin Chin. leider sind nicht mehr alle da. Ich wollte nur mal sagen, danke an jeden von euch. Wirklich, jeder einzelne von euch hat eine besondere Rolle heute gespielt und den ganzen Prozess, der schon seit 1,5 Jahren geht. Danke wirklich für euren Support und dass ihr meinen Traum heute so verwirklicht habt. Es ist besser geworden, als ich es jemals gedacht hätte. Also wirklich jeder einzelne von euch spielt so eine große Rolle. Und ja, danke einfach für alles und ihr werdet natürlich alle Prozente geben, wenn der Tisch in den Verkauf geht. Und auf euch. Danke für alles. Und auf dich. Danke. Cheers, man. Cheers. Genau. Cheers. Cheers. Damit auch ganz viel Erfolg haben. Du bist diejenige, die alle zusammengebracht hat. Genau. Durch die Decke gehen. Der Tag ist vorbei. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir es haben. I don't know. Ich glaube, es ist schon kurz vor 8. Und wir haben um 9 gestartet. Es war ein langer Tag, aber ein erfolgreicher Tag. Ich bin mehr als happy mit den Ergebnissen, die ich bisher gesehen habe. Wirklich jeder Einzelne im Team, der dabei war, hat so ein großes Stück beigetragen. Die Zusammenarbeit war mit jedem Einzelnen wirklich super und ich bin total dankbar und überwältigt. Also wir haben jetzt eigentlich nur noch den Abbau vor uns. Und ich weiß gar nicht richtig, was ich euch sagen soll, weil so viele Gedanken durch meinen Kopf gehen. Ich bin happy. Green Swan is coming, the first collection. Natürlich wird es auch eine Erweiterung geben, aber Step by Step. Das war der erste Schritt und jetzt geht's weiter und wenn alles gut klappt, in 3 Monaten ist der Launch.
Ich weiß gar nicht, was ich mehr noch sagen soll. Ich hoffe, dass euch der Eindruck gefallen hat zu dem Video, dass wir euch ein bisschen mitgenommen haben, behind the scenes, den Ablauf. Für mich war auch alles heute etwas Neues, eine neue Erfahrung. Und ich würde sagen, das waren alles sehr gute Erfahrungen. Und ich freue mich schon auf die nächste Zusammenarbeit mit meinem klasse Team, was ich heute zusammengestellt habe. Danke nochmal an alle. Ja, hoffentlich gibt es in Zukunft mehr solche Videos.